Es war einer der seltsamsten Prozesse in der niederländischen Geschichte. Der Angeklagte in diesem Fall von 1947 war ein Kunstfälscher, der Gemälde im Wert von Millionen Dollar gefälscht hatte. Aber er bestritt seine Tat nicht. Tatsächlich hing sein Leben davon ab, dass er seinen Betrug nachweisen konnte. Wie viele Kunstfälscher war Han van Meegeren ein Künstler, dessen eigene Werke ihm keinen Ruhm eingebracht hatten. Verbittert gegenüber der Kunstwelt machte van Meegeren sich daran, seine Kritiker fortzuführen. Er lernte alles über die alten Meister, ihre Biografien, ihre Techniken und ihre Materialien. Der Künstler, den er für seine Täuschung ausgewählt hatte, war ein Barockmaler des 17. Jahrhunderts, Johannes Vermeer. Es war eine ehrgeizige Wahl, denn Vermeer war berühmt für seine sorgfältig ausgeführten und technisch brillanten häuslichen Szenen. 6 Jahre lang arbeitete der Fälscher im Verborgenen und perfektionierte seine Kunst, wobei er zahlreiche Werke zur Übung kopierte. Er mischte seine eigenen Farben, nachdem er die Rohstoffe und Pigmente recherchiert hatte, die zu Vermeers Zeiten verfügbar waren. Er kaufte Leinwände aus dem 17. Jahrhundert, stellte eigene Pinsel her und ließ die Werke altern, indem er Kunstharz auftrug und sie backte, um die Farbe zu trocknen und rissig zu machen. Ein forensischer Test hätte das Kunstharz nachweisen können, aber zu dieser Zeit waren solche Tests weder fortgeschritten noch weit verbreitet. Und auch heute noch setzt man bei der Überprüfung der Echtheit eines Gemäldes auf die Einschätzung von Kunstspezialisten. Es ist also eine Frage ihres subjektiven Urteils und auch ihres Rufes. Und hier hat van Meegeren die Kunstwelt wahrlich ausgetrickst. Durch seine Recherche wusste er, dass Historiker glaubten, Vermeer habe eine frühe Periode der religiösen Malerei gehabt, die von dem italienischen Maler Caravaggio beeinflusst gewesen sei. Die führende Autorität zu Vermeer, Abraham Bredius, war ein großer Befürworter dieser Theorie, obwohl keines dieser Werke je aufgetaucht war. Also beschloss van Meegeren, eines zu erschaffen. Er nannte es Christus und die Jünger in Emaus. Bredius erklärte van Meegerens Fälschung zu Vermeers Meisterstück. Die Fälschung von van Meegeren entsprach nicht ganz Vermeers technischen Standards, aber diese Ungereimtheiten passten zur Geschichte. Es war ein frühes Werk, das entstanden ist, bevor der Künstler seinen Stil gefunden hatte. Mit dem Gütesiegel der Kunstwelt wurde die Fälschung 1937 für einen heutigen Wert von umgerechnet über 4 Millionen Dollar verkauft. Der Erfolg veranlasste van Meegeren, weitere Werke zu fälschen und über verschiedene Kunsthändler zu verkaufen. So unvorstellbar es auch klingen mag, die Kunstwelt glaubte weiterhin an deren Echtheit. Als die Nazis während des Zweiten Weltkriegs Holland besetzten, wollte Hermann Göring, einer von Hitlers Top-Generälen, seiner Sammlung von in ganz Europa geplünderten Kunstwerken einen Vermeer hinzufügen. Van Meegeren willigte ein, ihm ein angeblich frühes Vermeer-Gemälde mit dem Titel Christus und die Ehebrecherin zu verkaufen. Als sich das Blatt im Krieg wendete, wendete sich auch van Meegerens Glück. Nach dem Sieg der Alliierten wurde er verhaftet, weil er ein unschätzbares Stück niederländischen Kulturguts an die Nazis geliefert hatte. Ein verräterischer Akt der Kollaboration, der mit dem Tod bestraft werden konnte. Um zu beweisen, dass das Gemälde kein nationales Kulturgut ist, erklärte er Schritt für Schritt, wie er es gefälscht hatte. Doch stand ihm dabei etwas Unerwartetes im Weg: der Experte, der seinen Betrug ermöglicht hatte. Bredius wollte seinen Ruf schützen und verteidigte die Echtheit des Gemäldes. Da ihm kaum andere Optionen blieben, begann van Meegeren mit der Arbeit an einem neuen Vermeer. Als er die Fälschung dem Gericht präsentierte, glaubten sie ihm schließlich. Er wurde von der Kollaboration mit den Nazis freigesprochen und wegen Betrugs zu einer 1-jährigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl es Beweise gab, dass van Meegeren tatsächlich mit den Nazis kollaboriert hatte, gelang es ihm, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass er Göring absichtlich getäuscht hatte. Das machte ihn zu einem Volkshelden, der die Nazis abgezockt hatte. Dank dieser neu gewonnenen Bekanntheit wurden seine Werke an sich wertvoll. Sogar so sehr, dass sie später wiederum von seinem eigenen Sohn gefälscht wurden. Dieselben Gemälde wurden von verehrten Klassikern zu verachteten Fälschungen und wiederum zu Kunstwerken, die wegen der Geschicklichkeit und des Ruhmes des Fälschers respektiert werden. Wenn du gerne etwas über die Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.